Nachdem Sie dieses Video gesehen haben, werden Sie die Arbeit mit den Quotex-Indikatoren im vollen Umfang verstehen. Ich habe für Sie die wichtigsten Fehler von Anfängern und die besten Funktionen in einem Video zusammengefasst. Schauen Sie genau hin, am Ende werden Sie sehen, wie viel Geld man mit dieser Strategie verdienen kann. Spoiler, eine Menge. Hallo meine lieben Freunde, nach einer unglücklichen Handelssitzung hat mein Quotex-Kontostand nur noch $207 betragen. Mein heutiges Ziel ist also, dieses kleine Depot so weit wie möglich zu beschleunigen. Ich möchte mindestens ein paar $1000 verdienen, so werden Sie also Zeuge des Erfolgs in diesem Video. Freunde, ich erinnere Sie daran, dass ich auf dieser Plattform nur auf Wunsch meiner Anhänger handle. Wenn Sie also einen seriösen und zuverlässigen Broker suchen, allerdings finden Sie in der Beschreibung unter dieses Video. Werfen Sie einen Blick darauf. Heute werden wir nur einen Indikator zusammen mit der technischen Analyse verwenden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Wir öffnen das Indikatorenmenü. Wir brauchen den allezeit beliebten RSI mit einer Periode von 14 als Standard. Wir haben ihn hinzugefügt. Wenn Sie nicht wissen, was dieser Indikator ist, werde ich in 30 Sekunden erklären. Also, ich hoffe, alles ist klar, dieses Indikator, den wir heute zusammen mit der technischen Analyse verwenden. Wir werden ein hohes Risiko eingehen, denn unser Ziel ist es, das Depot so weit wie möglich zu erhöhen. Also, los geht's. Lassen Sie uns das erste Geschäft zur Senkung machen. Alles ist sehr einfach. Eines der Elemente der technischen Analyse, die ich ständig verwende, sind die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Diese Niveaus werden durch mehrere Umkehrpunkte in der Grafik markiert. Hier ist zum Beispiel ein Aufwärtstrend, der in einen Abwärtstrend übergangen ist. Wir fixieren diesen Punkt als Umkehrpunkt. Wir finden zwei von ihnen, ziehen eine horizontale Linie durch sie und hier ist das wichtige Niveau, von dem der Preis wahrscheinlich das nächste Mal abprallen wird. Deshalb eröffne ich hier ein Geschäft zur Absenken und wir schauen uns auch der RSI an. Er muss zumindest nicht im überkauften Bereich liegen, das wäre ein Fehler. Im Moment liegt der RSI bei 56%. Das ist kein überkaufter Indikator, der für uns perfekt wäre, aber auch kein überverkaufter. Damit wir jetzt keine Fehler machen, verdienen wir $399. Super, ich erhöhe den Betrag sofort und schaue nach der nächsten Situation. Was ist hier im Grunde passiert? Es gab eine horizontale Ebene an diesem Punkt und wir bekamen eine kleine Reaktion von ihr. Eine weitere schöne Situation. Wir haben gleich zwei Geschäfte gefunden. Ich hoffe, sie werden profitabel sein. Schauen Sie, hier ist eine diagonale Trendlinie, die gerade durchbrochen worden ist. Wenn die Grafik eine Trendlinie überwindet, bedeutet das, dass der Markttrend von fallend zu steigend wechselt. Und das bedeutet, dass wir eine Reihe von Gelegenheiten für Aufwärtsgeschäfte haben werden. Super. Und auch der RSI hat erst kürzlich die überverkaufte Zone verlassen und ist bereit, sich nach oben zu bewegen. All diese Faktoren zusammen geben uns ein gutes Signal für steigende Kurse. Wir ergreifen die Chance und eröffnen ein Geschäft. Das zweite Geschäft bringt uns ein sehr gutes Ergebnis. $766 auf unserem Kontostand. Jetzt wir erhöhen noch einmal den Betrag des Ziels und suchen nach dem nächsten Signal. Also dieses Signal. Dieses Geschäft ist sehr gut ausgegangen. Nach dem Überwinden der diagonalen Trendlinie wurde der Markt beschleunigt, was auf einen Trendwechsel hindeutet. Wunderbar. Also Freunde, wir nähern uns einer weiteren Widerstandsmarke. Die Situation ist der unseres ersten Deals sehr ähnlich. Wir suchen nach einer horizontalen Linie im Bereich der Tools. Wo ist sie? Hier ist die horizontale Linie. Wir können das nur markieren, auch dass die Grafik so steuert. Im Grunde genommen ist das hier der Pegel. Der Kurs hat es zunächst nicht geschafft, sie zu durchbrechen und sich darüber zu fixieren. Ich hoffe also, dass der Grafik auch dieses Mal nicht gelingen wird, das Niveau zu überwinden, denn wir haben uns diesmal auf eine Senkung geeignet. Es ist sehr wichtig für uns, eine Reaktion nach unten zu bekommen, eine Art von Korrektur auf diese Zone. Ich brauche nur, dass der Markt unter dem Niveau schließt,
bei dem ich das Geschäft eröffnet habe, in 10 Sekunden und das wird alles gut. Der RSI-Indikator befindet sich in der Nähe der überkauften Zone, was sich ebenfalls positiv auf das Geschäft auswirkt. Unser Geschäft ist unglaublich und bringt uns Gewinn. Aus $767 werden $1.464. Schauen Sie, was für eine schöne Kerze sich hier gebildet hat. Diese Kerze wird Hammer genannt. Sie hat einen so kleinen Körper und einen langen, aufwärtsgerichteten Schatten. Diese Kerze erscheint in der Regel am Ende eines Aufwärtstrends und deutet auf diesen Veränderung hin. Wir könnten also jetzt ein weiteres Geschäft zum Absinken eröffnen, das uns noch höhere Gewinnchancen bringen würde. Also los geht's, machen wir es. Also Leute, kommen wir zurück zum Währungspaar, mit dem wir bereits gehandelt haben. Wenn Sie sich erinnern, habe ich hier eine Trendwende vorhergesagt und der Trend hat sich wirklich geändert, nachdem der Kurs diese Trendlinie durchbrochen hat. Die Grafik beginnt schnell zu steigen, aber warum eröffne ich hier ein Geschäft zum Absinken? Es ist eigentlich ein bisschen riskant, gegen den Trend zu handeln, aber ich habe meine Gründe. Hier ist eine horizontale Ebene, wir sind im Moment in der Nähe dieses Niveaus. Wir können auch diesen Umkehrpunkt nehmen und erhalten eine ganze Widerstandszone. Und wir sehen auch diesen kleinen Seitwärtshandel hier, der RSI-Indikator liegt sehr nahe an der 70er-Zone. Das war eher zum Zeitpunkt der Platzierung des Geschäfts. Und im Allgemeinen deuten alle diese Faktoren zusammen auf eine bevorstehende Reaktion hin, eine kleine Korrektur oder eine vollständige Umkehr von einem Abwärtstrend zu dieser fallenden rote Kerze. Wie Sie sehen, erscheint und bringt uns Gewinn. Und Achtung, über $2.000 befinden sich bereits auf unserem Kontostand. Das letzte Geschäft habe ich mit nur $600 abgeschlossen, um nicht das gesamte Guthaben zu riskieren, denn mit den vorherigen 5 Deals haben wir unser Guthaben ohnehin schnell erhöht. Freunde, vergessen Sie nicht, meinem Kanal zu folgen. Ich warte auf Sie auf meine heutigen kostenlosen Trading-Sitzungen, auf meinem kostenlosen Telegram-Kanal. Alle Links sind der angeheftet im Kommentar. Viel Glück, tschüssi.